Grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mich wieder in dieser sternenklaren Nacht an meinem Lagerfeuer besuchst. Ich habe kürzlich in einem Podcast wieder diese bildliche, klassische Metapher mit dem dunklen Raum und dem Licht gehört und war so inspiriert, dass ich dir heute mal diese Metapher auf meine Art und Weise, und zwar mit einer kleinen Gedankenreise, etwas näher bringen möchte. Am besten schließt du dabei die Augen, atmest einmal tief ein und aus und entspannst dich. Stell dir bitte vor, du stehst auf einer großen Wiese. Es ist tiefschwarze Nacht. Weder Mond noch Sterne sind am Himmel zu sehen. Es ist wirklich stockdunkel und du siehst nicht einmal die Hand vor deinen Augen. Du hast keine Chance, dich an irgendetwas zu orientieren und weißt nicht, wo du bist und auch nicht, wohin du gehen kannst. Du tappst buchstäblich im Dunkeln, fühlst dich hilflos, ängstlich und orientierungslos. Und dann taucht plötzlich ein winzig kleines Licht am Horizont auf. Es ist offensichtlich sehr weit entfernt, denn es ist für dich gerade mal so groß wie eine Stecknadel. Und trotzdem sticht es aus der Dunkelheit hervor. Obwohl es so klein ist, kannst du es deutlich erkennen. Und plötzlich ist alles anders. Du fühlst dich auf einmal erleichtert. Hoffnung steigt in dir auf und auch ein wenig Neugierde, was dich dort erwarten könnte. Du fühlst dich deshalb so erleichtert, weil du jetzt nicht mehr orientierungslos bist. Du hast einen Bezugspunkt, der dir, trotz dieser Dunkelheit, eine Richtung vorgibt, in die du gehen kannst. Du bist dankbar dafür und dennoch bleibt eine gewisse Unsicherheit, da das Licht einfach zu klein bzw. zu weit weg ist, um für dich die Umgebung besser sichtbar zu machen. Aber du kennst jetzt eine Richtung und spürst gleichzeitig ein tiefes Vertrauen in dir. Und so gehst du ganz langsam und vorsichtig, Schritt für Schritt, auf dieses Licht zu. Mit jedem Meter kommt das Licht näher. Und einige Minuten später kannst du plötzlich etwas hören. Musik. Da sie noch sehr weit entfernt ist, hörst du zwar nur das leise Wummern von einem Bass, aber trotzdem schießt sofort das Adrenalin durch deinen Körper. In deinem Kopf tauchen ganz viele Bilder von einer großen Party auf und du stellst dir vor, wie dort viele Menschen tanzen, lachen und eine Menge Spaß haben. Du weißt zwar nicht, ob das tatsächlich eine Party ist, aber trotzdem steigt in dir Euphorie auf. Und dieser Energieschub motiviert dich, etwas schneller zu gehen. Deine Angst und Unsicherheit wird immer kleiner und von deiner Neugierde überdeckt. Plötzlich stolperst du über eine Wurzel und fällst hin. Du rollst dich aber geschickt ab und stehst sofort wieder auf. Es interessiert dich gar nicht, warum du hingefallen bist. Viel zu groß ist die Neugierde auf das Licht und auf das, was dort sein könnte. Und so gehst du immer weiter und weiter. Und langsam erkennst du, dass es nicht nur ein Licht ist, sondern dass es mehrere sind. Es sieht aus, als wären das Straßenlaternen und Lichterketten. Und die Umrisse von einem Haus werden jetzt ebenfalls langsam sichtbar. Auch die Musik wird immer lauter und du kannst jetzt sogar den Song erkennen, der gerade gespielt wird. Es ist Shake It Off von Taylor Swift. 'Cause the player's gonna play, 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 play. And the hater's gonna hate, 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 hate. Baby, I'm just gonna shake, 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 shake it up, shake it up.
Nach etwa 2 Minuten hörst du außer der Musik auch Stimmen. Besser gesagt viele Stimmen, die durcheinander sprechen und lachen. Es hört sich wirklich so an, als wäre dort tatsächlich eine Party. Nach weiteren 2 Minuten erreichst du eine kleine, schmale Straße, die von Straßenlaternen beleuchtet wird. Die Straße führt direkt zu einem wunderschönen Haus, das aus Natursteinen gebaut und liebevoll mit Blumen und Sträuchern verziert wurde. Links neben dem Haus erkennst du eine große Holzterrasse und darüber hängen ganz viele Lichterketten. Das warmweiße Licht strahlt eine ganz besondere Wärme auf dich aus und lädt dich förmlich dazu ein, dorthin zu gehen. Es riecht nach gegrillten Würstchen und ehe du dich versiehst, steht ein junger Mann vor dir. Er begrüßt dich ganz herzlich und nachdem du ihm erzählt hast, dass du dich verlaufen hast und dann auf das Licht zugelaufen bist, lädt er dich ganz herzlich zu der Party ein. Du folgst ihm auf die Terrasse und siehst überall freundliche Menschen, die Spaß haben. Auf der Terrasse wurde ein großes, reichhaltiges Buffet aufgebaut und neben der Terrasse ist ein großer Pool, in dem viele bunte Bälle, Schwimmringe und Luftmatratzen herumschwimmen. Alle Menschen, die du dort triffst, kommen dir so vertraut vor, als würdest du sie schon seit Jahren kennen. Sie umarmen dich und laden dich ein, mit ihnen zu essen, zu trinken und zu feiern. Und du fühlst dich dort so wohl, so angekommen und aufgenommen, wie du es noch nie zuvor gespürt hast. Hier endet diese kleine Gedankenreise. Als Fazit könnte man dazu sagen, in einer totalen Dunkelheit genügt schon ein kleines Licht und schon kannst du dich daran orientieren und darauf zugehen. Und wenn du darauf zugehst, wird es mit der Zeit immer größer und größer und wird letztlich die Dunkelheit vertreiben. Es gibt aber noch etwas, das in dieser Metapher nicht ganz so klar erkennbar ist. Und zwar ist es die Tatsache, dass du gar kein Licht von außen benötigst. Denn du selbst bist das Licht. Du trägst es in dir. Und jedes Mal, wenn du Liebe in dir spürst, Dankbarkeit, Hoffnung, Zuversicht oder Vertrauen, beginnt es zu leuchten. Je stärker diese positiven Gefühle in dir werden, desto heller strahlt dein Licht und umso deutlicher wirst du den Weg erkennen, der dich dorthin führt, wo du sein möchtest. Dein eigenes Licht vertreibt die Dunkelheit und weist dir den Weg. Deshalb hüte diese wunderschönen positiven Gefühle wie einen Schatz und nutze sie jeden Tag. Denn dann hat die Dunkelheit bei dir in Zukunft keine Chance mehr. Vielen Dank, dass du wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal, schenk mir ein Like oder einen netten Kommentar. Und vielleicht bist du das nächste Mal ja wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.